Einen schönen guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Einladung, aus der Ferne einen kurzen Impulsvortrag zu diesem sehr wichtigen Seminar beizusteuern. Mein Name ist Jakob Hauter und seit September letzten Jahres bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen der Universität Reading. Reading ist in England. Es hat etwa 200.000 Einwohner und liegt an der Themse, ziemlich genau auf halbem Weg zwischen London und Oxford. Mit dem Zug braucht man knapp über 20 Minuten in beide Richtungen. Unsere Universität hat mehr als 27.000 Studierende und über 4.000 Beschäftigte. Und dieses Jahr feiern wir unser 100-jähriges Bestehen. Ich bin hier für ein 3-jähriges Forschungsprojekt, das von der Leverhulme Trust gefördert wird und das sich mit den Ursachen von Russlands Kriegen in der Ukraine und anderswo auseinandersetzt. Vorher habe ich als Analyst für russische und ukrainische Politik und Medien im öffentlichen Dienst und im Privatsektor gearbeitet. Und ich habe am University College London, am UCL, zum Kriegsausbruch in der Ukraine im Jahr 2014 promoviert. Es mag etwas paradox klingen, aber es macht mich traurig, dass das Thema meiner Doktorarbeit und des Buches, das ich dann auf ihrer Basis veröffentlicht habe, heute relevanter ist denn je. Man hört von russischen Politikern und von diversen anderen Menschen, die den russischen Angriffskrieg in der Ukraine relativieren, ja immer wieder, man müsse sich mit den Wurzeln des Konfliktes und mit seinem Ausbruch im Jahr 2014 auseinandersetzen. Das stimmt ja grundsätzlich auch, aber wenn man das konsequent tut, stellen sich die Wurzeln dieses Konflikts nun mal als das genaue Gegenteil dessen heraus, was uns die russische Propagandaerzählung vorgaukeln will. Russland hat die Ukraine schon 2014 angegriffen. Zunächst durch die Annexion der Krim und dann durch eine verdeckte Invasion mit irregulären Kämpfern und schließlich auch regulären Truppen im Osten der Ukraine. Die Vollinvasion 2022 war nichts grundlegend Neues. Sie war die dramatische und kalkulierte Eskalation eines Krieges, den Russland schon 8 Jahre vorher angefangen hatte. Die Gründe für diesen Krieg sind komplex. Ich versuche sie in meinem aktuellen Forschungsprojekt zu systematisieren und das ist gar nicht so einfach. Aber eines ist ganz klar. Eines der Hauptziele des russischen Regimes war und ist die Wiederherstellung der politischen Kontrolle über die gesamte Ukraine. Und dieses Ziel ist unvereinbar mit der Entwicklung der Ukraine zur liberalen Demokratie. Das ist der zentrale Punkt, wenn es um ein Ende des Krieges und die darauffolgende Friedenssicherung geht. Die zentrale Frage muss lauten: Wie kann Russland daran gehindert werden, dieses Ziel weiter zu verfolgen? Wie kann sichergestellt werden, dass die Ukraine ihren demokratischen Reformprozess ungestört fortsetzen kann? Wir haben 2014 schon einmal gesehen, wie Russland sich auf eine temporäre Deeskalation eingelassen hat, nur um dann 8 Jahre später umso härter zuzuschlagen. Und das darf sich nicht wiederholen. Es muss eine Situation entstehen, in der das russische Regime dazu gezwungen ist, einer Waffenruhe zuzustimmen. Denn die Ukraine ist schon seit vielen Monaten zu einem bedingungslosen Waffenstillstand bereit. Es ist Russland, das sich weigert. Aber genauso wichtig wie eine Waffenruhe ist, dass das russische Regime nicht auf die Idee kommt, nach einer kurzen Pause von ein paar Monaten oder ein paar Jahren einfach wieder zu eskalieren, um das zu beenden, was es schon 2014 begonnen hat. Darauf muss sich die politische Planung und die politische Debatte in Europa fokussieren. Nicht auf Parolen und Diskussionen, die Verhandlungen und militärische Unterstützung der Ukraine gegeneinander ausspielen. Wenn wir Russland dazu bewegen wollen,
am Verhandlungstisch einem Waffenstillstand zuzustimmen und es gleichzeitig vor einer zukünftigen Wiederaufnahme seines Krieges abhalten wollen, dann sehe ich persönlich momentan keine andere Möglichkeit, als die militärische Unterstützung der Ukraine weiter auszuweiten und zum Beispiel auch über Drohnen- und Raketenabwehr direkt durch europäische Streitkräfte über der West- und Zentralukraine nachzudenken. Vielen herzlichen Dank.